Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein schnelles und einfaches Rezept für eine leckere Mandeltorte mit Mascarpone-Sahne-Creme. Dafür als erstes 6 Eier und 150 Gramm Zucker in eine Rührschüssel geben und mit einem Mixer für 3 bis 4 Minuten richtig schön schaumig schlagen. Als nächstes 300 Gramm gemahlene Mandeln dazugeben, die Mandeln kurz mit einem Schneebesen unterheben, bis sich alle Zutaten gleichmäßig verteilt haben, und dann können wir den Teig auch schon abbacken. Dafür eine 26er Springform mit Backpapier auslegen, den Teig in die Springform füllen und dann für ca. 20 Minuten bei 200 Grad Ober- und Unterhitze in den vorgeheizten Backofen schieben. Den fertigen Teig anschließend aus dem Ofen holen, die Form kurz abkühlen lassen, dann mit einem Messer den Rand der Springform entlangfahren, die Springform lösen und den Teig vorsichtig auf ein Gitter stürzen. Das Backpapier abziehen, den Teig zur Seite stellen und erstmal komplett auskühlen lassen. Währenddessen können wir uns um die Sahnecreme kümmern. Dafür 125 Gramm Mascarpone, 2 Becher bzw. 400 Milliliter Sahne, 2 Päckchen Vanillezucker und ein Päckchen Sahnefest in eine Rührschüssel geben und für 1 bis 2 Minuten mit einem Mixer steif schlagen. Die Mascarpone-Sahne-Creme anschließend ebenfalls zur Seite stellen und sobald der Teig abgekühlt ist, ein langes und scharfes Messer hernehmen, alles vorsichtig einmal mittig halbieren, und wenn das erledigt ist, können wir die Torte zusammenbauen. Dafür als erstes einen der beiden Mandelböden auf eine Tortenplatte legen, 3/4 der Sahnecreme auf dem Mandelboden verstreichen, dann die zweite Teighälfte vorsichtig auf der Sahnecreme andrücken und zum Schluss alles mit der restlichen Sahnecreme einstreichen. Für die Dekoration etwa 100 bis 150 Gramm Mandelblättchen auf und an der Seite der Torte andrücken, bis die komplette Torte mit Mandelblättchen bedeckt ist. Danach sind wir auch schon fertig. Die Torte anschließend kühl stellen oder aber sofort servieren. Dafür einfach mit einem scharfen Messer in Stücke schneiden und auf Tellern verteilen. Dann wünsche ich euch einen guten Appetit, viel Spaß beim Nachbacken, bis zum nächsten Mal.